Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Hard Reset. In dieser Folge zeige ich dir die Anschlüsse und Tasten des Motorola Razr 60. Wir können vielleicht ganz entspannt zuerst einmal mit der rechten Seite beginnen, wo wir uns nun ganz oben an dieser Stelle die Antenne des Telefons genauer anschauen können. Hier oben, direkt an der Kante, lässt sich das Bauteil sehr gut erkennen. Weiter unten befindet sich eine Öffnung, die etwas interessanter ist, da es sich um eine Art Entlüftung handelt. Dank dieser kann beim Zusammen- und Aufklappen unseres Geräts, wenn sich der Druck im Inneren des Telefons verändert, was natürlich normal ist, Luft entweichen oder angesaugt werden, damit im Inneren des Telefons nichts beschädigt wird und eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist. Weiter haben wir die Lauter-Taste und die Leiser-Taste. Das sind zwei kleinere Tasten direkt unter dieser Öffnung. Darunter befindet sich eine weitere Antenne unseres Telefons und darunter die Ein-Aus-Taste, mit der wir das Telefon ein- und ausschalten und auf der sich auch der Fingerabdruckscanner befindet. Hier können wir also unseren Fingerabdruck einrichten. Wenn wir weiter nach unten gehen, finden wir hier noch eine Antenne und weiter unten eine weitere Antenne. Gehen wir nun zur Unterseite unseres Geräts, wo wir an dieser Stelle den Lautsprecher finden. Als nächstes finden wir hier eine Antenne und den USB-Typ-C-Anschluss. Es handelt sich um USB-C 2.0. Wir haben hier auch noch einen weiteren Anschluss, eine weitere Antenne, und daneben finden wir an dieser Stelle das Mikrofon für Telefongespräche sowie ein Hilfsmikrofon, das näher am Rand liegt und zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen dient. Wenn wir zur linken Seite übergehen, vielleicht diesmal von unten, finden wir hier ebenfalls eine Antenne, eine weitere Antenne. Danach noch eine weitere Antenne sowie den SIM-Karteneinschub, in den wir unsere physische SIM-Karte einlegen können. Dieses kleine Loch hier dient dazu, diesen Einschub zu öffnen. Wir müssen so ein kleines Werkzeug nehmen, es hier hineinstecken und drücken, dann springt der Einschub heraus. Über diesem Einschub finden wir eine weitere Antenne unseres Geräts. An der Oberseite unseres Geräts, auf dieser Seite, finden wir einen weiteren Lüftungsschlitz, der genauso funktioniert wie der erste, den ich zu Beginn besprochen habe. Hier finden wir außerdem zwei weitere Antennen sowie ein Mikrofon, ein weiteres Hilfsmikrofon, das ebenfalls zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen dient. Hier auf unserem Bildschirm an dieser Stelle finden wir den Lautsprecher für Telefongespräche und natürlich den oberen Lautsprecher unseres Geräts. Wenn das Video für dich hilfreich war, lass einen Daumen nach oben und ein Abo da. Von meiner Seite war es das. Ich verabschiede mich. Tschüss.